Die Nazis hatten eigentlich ein Ziel mit dem sogenannten Lebensborn e.V. und das war so die Geburtenziffer der arischen Kinder hochzutreiben. Ivan Pirecnik ist 3 Jahre alt, als die Nazis ihn 1942 von seiner Mutter und seiner Schwester trennen und ihn verschleppen. Wir verfolgen mit Hilfe seiner Kindersuchakte seine Spuren und klären, wie er erst 7 Jahre später wiedergefunden wurde und warum er trotzdem nicht sofort zu seiner Mutter zurück durfte. Hey, mein Name ist Susi und als keine Erinnerungskultur spreche ich auf Instagram und TikTok über Nazi-Verbrechen. Und ich bin Lilith, ich arbeite für die Arolsen Archives. Falls ihr die Arolsen Archives noch nicht kennt, wir sind das internationale Zentrum über NS-Verfolgung und in unserem Archiv, da verwahren wir Dokumente mit Informationen zu rund 17,5 Millionen Menschen. Und hier bei Verbrechen vergessen sprechen wir heute über einen Fall, der noch in der NS-Zeit passiert ist, aber der Auswirkungen noch lange Zeit danach hatte. Du hast gerade schon gesagt, ihr verwahrt sehr, sehr viele Dokumente und eins davon haben wir hier quasi auch digital vorliegen. Wir fangen an mit einem Brief, den wir in der Akte gefunden haben, vom 15. November 1949. Betreff: gesuchte Rückführung meines Sohnes Ivan Pirecnik aus Deutschland. Und der letzte Absatz lautet: Ich, die Unterzeichnete, bitte innigst, mein Gesuch entgegenkommen zu wollen und alle Schritte zur Auffindung des Aufenthalts meines Kindes und zu seiner Rückführung zu unternehmen. Um das mal ganz kurz in Nicht-Behördendeutsch zu übersetzen: Bitte tut alles, um mein Kind wiederzufinden und bringt es zu mir zurück, kann man eigentlich sagen. Der Brief ist verfasst an die jugoslawischen Behörden und geschrieben, unterzeichnet ist er von einer Pavla Pirecnik. Sie schreibt dann außerdem auch: Am 4. August 1942 wurde ich von der Gestapo verhaftet und mit meinen Kindern Maria und Ivan nach Celje abgeführt, wo man mir aber nach 2 Tagen die Kinder abnahm. Also zur Einordnung, Celje, das liegt im heutigen Slowenien, damals war das noch Jugoslawien und da hat Pavla eben mit ihrer Familie gelebt. Pavlas Mann, der war slowenischer Widerstandskämpfer, auch Partisan genannt, und er hat also gegen die Nazis gekämpft. Und weil er das gemacht hat, weil er im Widerstand war, haben die Nazis ihn zusammen mit anderen Männern aus dem Dorf erschossen. Die Nazis haben dann auch die Familien der erschossenen Partisanen verhaftet. Auch dazu haben wir Infos in der Akte gefunden. Der ehemalige Polizist Ernst Hitzfeld nämlich hat Aussagen gemacht bei einer späteren Gerichtsbefragung und hat so erzählt, wie so ein Einsatz in Jugoslawien ablief. Liegt uns jetzt hier in Englisch vor, ich lese mal auf Deutsch übersetzt daraus vor. Also, der Richter fragt: Würden Sie dem Gericht bitte sagen, was mit den Menschen im Alter zwischen 18 und 50 Jahren gemacht wurde? Genau, und Hitzfeld, der antwortet dann: Die Menschen im Alter von 18 bis 50 Jahren wurden von den anderen getrennt und in einem Sammeltransport nach Auschwitz geschickt. Und genau das ist dann eben auch mit Pavla passiert. Ja. Und später in der Befragung wird dann auch explizit nach den Kindern gefragt, nämlich: Was wurde mit den Kindern gemacht? Und die Antwort darauf ist: Die Kinder wurden ihren Eltern weggenommen, schreibt Pavla auch in dem Brief. Und diese Kinder wurden in einem separaten Transport in ein Lager gebracht. Dann geht es weiter im Protokoll. Zeuge: Wie viele Kinder waren ungefähr an dieser Aktion beteiligt? Und die Antwort: Es müssen 200 oder 250 gewesen sein. Und unter genau diesen Kindern waren dann eben wahrscheinlich auch Ivan und seine Schwester Maria. Ich fasse also alles nochmal zusammen. Pavlas Mann wird von den Nazis erschossen, Pavla selbst wird nach Auschwitz deportiert, ihre Kinder werden ihr weggenommen. Es ist jetzt 1942, ihr Mann ist tot und sie weiß nicht, ob sie ihre Kinder jemals wiedersehen wird. Sie ist ganze 1,5 Jahre in Auschwitz inhaftiert, vom 4. August 1942 bis Februar 1944. Und das letzte Kriegsjahr verbringt sie laut ihrer Akte im KZ Isenburg. Sie überlebt, kehrt dann zurück in die Heimat nach Jugoslawien, im heutigen Slowenien. Genau, wir wissen leider nicht so viel über Pavlas Zeit in Auschwitz, weil wir da keine Aussagen in öffentlichen Dokumenten zu gefunden haben. Vielleicht hat sie auch erstmal lange Zeit nicht darüber geredet, das hört man ja immer wieder, dass ja, die Erinnerungen einfach so schwer sind, dass die Menschen erstmal nicht darüber sprechen wollten. Sie kommt dann eben nach dem Krieg zurück nach Hause und es gibt auch eine gute Nachricht, denn auch ihre Tochter Maria hat überlebt und kommt zurück nach Hause und ist jetzt ungefähr 15 Jahre alt. Was auch ein sehr krasser Moment gewesen sein muss, ne? Denn das Wiedersehen der beiden. Aber eine Person in der Familie fehlt noch, Ivan. Der kehrt nämlich leider nicht nach Hause zurück. Zu dem Zeitpunkt müsste er so um die 4 Jahre alt gewesen sein. Genau, und Pavla beginnt jetzt nach Ivan zu suchen, und zwar mit Hilfe des jugoslawischen Suchbüros. Das wiederum fragt bei anderen nationalen Suchbüros an, aber das Register hat weder in Italien noch in Frankreich noch in Österreich einen Eintrag zu einem Kind mit dem Namen Ivan Pirecnik. Ja.
Und wir haben es ja schon so ein bisschen angeschnitten, ne? Die SnapMap und so, was wir irgendwie heute haben, um Menschen zu lokalisieren, generell Internet, E-Mail, Datenbanken. Aber das war natürlich nach dem Zweiten Weltkrieg anders. Es gab auch erstmal keinen so koordinierten, gebündelten Suchdienst, sondern mehrere einzelne Suchorganisationen. Und dann, hast du ja auch schon gesagt, 1948 dann erst wurde der ITS von den Alliierten aufgebaut, also der International Tracing Service, einfach um diese ganzen Suchbemühungen zu bündeln. Und der Suchdienst hat ein riesiges Archiv für Suchanfragen aufgebaut, wo jetzt tausende Briefe pro Woche eingegangen sind. Das ist auch irgendwie spannend, ne? Wir haben ja hier so auch ein paar Fotos von dem Archiv, von den vielen Akten und sehr vielen Karteikarten. Ne? Ja, genau. Und ich arbeite ja auch für meine Videos irgendwie viel mit dem Archiv. Und das ist eigentlich ganz oft so der erste Ausgangspunkt zu einem Thema. Und ich hau da ja literally wie bei Google einen Begriff rein, ne? Suche nach... Also du kannst ja von Auschwitz über Leipzig, über einen Nachnamen, über eine Häftlingsnummer irgendwie erstmal alles eingeben und zack, 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 innerhalb von Sekunden hat man die Ergebnisse. Aber wie kompliziert das irgendwie damals war, das verdeutlicht dieser Fall auch nochmal ganz deutlich. Wir kriegen übrigens auch heute noch Anfragen, und zwar kriegen wir pro Jahr ca. 20.000 Anfragen, die kommen aus unterschiedlichen Ecken, also JournalistInnen fragen an, HistorikerInnen, aber eben auch immer noch Familienangehörige. Und heute ist, wie du sagst, vieles digitalisiert, das macht natürlich die ganze Arbeit viel einfacher. Aber 1949, da lief das eben noch alles analog und das war dann so, dass jede eingereichte Suchanfrage oder auch jeder Name auf einem Dokument bekam eine eigene Karte im Archiv und diese Karten haben halt dann eben Hinweise darauf gegeben, wo an anderer Stelle im Archiv weitere Informationen sich befinden. Also auf diese Art und Weise und auch in diesem riesigen Haufen an Dokumenten tatsächlich jemanden zu finden, ist einfach super schwierig. Ja. Und in der Situation befinden wir uns jetzt eben. Und was ich auch spannend finde, ne, wir sprechen ja hier auch von ganz vielen verschiedenen Nationalitäten, die gesucht werden, entsprechend vielleicht auch Schreibweisen, die jetzt erstmal für unser deutsches Ohr irgendwie ungewohnt klingen. Aber dass das Online-Archiv genauso wie das echte Archiv nach einem phonetischen System funktioniert. Was das bedeutet, würde man, also ich heiße Susanne Siegert, würde man nach Susanne Siebert oder nach Susanne Sinat suchen, auch dann würde man meine Dokumente quasi, sag ich jetzt mal, finden. Also auch Namen, die quasi so ähnlich klingen, können durch dieses phonetische System gefunden werden. Und das wird auch bei diesem Fall hilfreich sein. Wir können auch hier nochmal uns die Fotos anschauen, wie die Menschen früher eben im Archiv gearbeitet haben und dann wahrscheinlich genau sowas gesucht haben. Sinat, Siebert, Siegert. Also das ist auf jeden Fall eine Aufgabe. Und genau, dieses phonetische System, was du gerade beschrieben hast, das hilft jetzt auch bei der Suche nach Ivan. Es taucht nämlich ein Junge im System auf mit dem Namen Johann Pertschnik. Also nicht Piretschnik, das wird mit einem C geschrieben so, sondern mit TSCH. Und dazu kommt noch, dass das Geburtsdatum von diesem Johann Pertschnik mit Ivans Geburtsdatum übereinstimmt. Also eine heiße Spur. Ja. Und diese heiße Spur führt in ein Lebensbornheim. Zuerst ins Haus Werdenfels und dann nach Sachsen. Und im Juli 1943 wird diese Person, dieser Johann, dort von einer Adoptivfamilie abgeholt. Wir müssen an der Stelle aber nochmal auf Lebensbornheime eingehen. Das ist auch so ein Thema, über das sehr wenig gesprochen wird. Hast du in der Schule dazu was? Nee, gar nicht. Ich habe vor 4 Wochen, glaube ich, dazu ein Video gemacht. Deswegen habe ich so ein bisschen auch dazu recherchiert und sind auch so ein paar ähnliche Fälle wie den, über den wir heute sprechen, begegnet. Können wir vielleicht später noch mal kurz drüber reden. Aber zur Erklärung, was waren so Lebensbornheime? Also die Nazis hatten eigentlich ein Ziel mit dem sogenannten Lebensborn e.V. und das war so die Geburtenziffer der arischen Kinder hochzutreiben. Also mehr arische Kinder sollten auf die Welt kommen. Dem entgegenstanden aber zum Beispiel, dass viele gerade unverheiratete oder ledige Frauen auch abgetrieben haben. Und die Nazis wollten dafür sogenannte so Entbindungsheime einrichten, wo diesen Frauen geholfen wird. Klingt erstmal irgendwie ganz nett, aber ne, hier geht es wirklich immer nur um arische Frauen, während die Nazis ja jüdische Kinder und auch jüdische Frauen oder auch Kinder von Sinti und Roma ermordet haben. Das ist immer ganz wichtig zu sagen. Und in diesen Lebensbornheimen konnten die Frauen dann ihr Kind bekommen, konnten es dann auch mitnehmen oder sie gaben es zur Adoption frei. Vorzugsweise natürlich an Familien, die auch eine SS-Connection hatten, also die zur SS gehörten. Genau, aber nicht nur das, sondern die Nazis haben auch Kinder aus den besetzten Gebieten geklaut und dann eben in diesen Lebensbornheimen zur Adoption freigegeben, eben an Nazi-Familien. Ja.
Und dann, wenn diese Kinder aus den besetzten Gebieten von deutschen Familien adoptiert wurden, dann durften sie ihre Muttersprache nicht mehr sprechen, sie bekamen einen neuen Namen, also eigentlich eine komplett neue Identität. Das ist ja auch nochmal, zeigt man nochmal ganz deutlich, wie die Nazis diese Kinder auch so in wertlos und wertvoll eingeteilt haben. Auch bei den Kindern aus den besetzten Gebieten, also Kinder, die der nationalsozialistischen Rassenideologie entsprochen haben. Genau. Die wurden dann, ja, da gibt es auch ein krasses Beispiel dafür. Im heutigen Tschechien, im Ort Lidice, gab es ein Massaker, eigentlich sehr ähnlich. Ne? Also auch da wurden irgendwie Widerstandskämpfer oder Menschen, die WiderstandskämpferInnen supportet haben, vermutet. Und deswegen wurde das ganze Dorf zerstört und die Menschen ermordet. Genau. Ja. Und die Männer, die wurden ermordet, Frauen und Kinder wurden in KZ und Vernichtungslager verschleppt. Und gutrassige Kinder, die irgendwie arisch genug aussahen, ne, die wurden aussortiert und in diese Lebensbornheime gebracht. Der Rest, also die schlechtrassigen Kinder, ganz große Anführungszeichen natürlich, wurden in Lager deportiert und dort ermordet. Ja. Es gibt da, ich war vor ein paar Monaten erst an diesem Gedenkort, auch ein sehr ergreifendes Mahnmal, wo quasi so diese Kinder so alle in einer Gruppe quasi ich glaube sogar auch so Stein stehen. Auch so, davor sind auch ganz viele Teddybären und Kuscheltiere, die irgendwie halt Besuchende da hinlegen. Aber auch eben Kinder, die das überlebt haben und dann in Lebensbornheime gebracht wurden und die auch erzählt haben, wie sie dann plötzlich gar nicht mehr ihre Sprache sprechen durften, ne? Teilweise so jung waren, dass sie auch gar nicht mehr wussten, so, wer ihre Eltern waren, wo sie herkamen. Also ein sehr unbekanntes, aber sehr tragisches Kapitel von NS-Verbrechen. Ja, dieses Massaker in Lidice, da habe ich auch letztens, ich weiß nicht mehr genau, hast du vielleicht sogar ein Video dazu gemacht? Vielleicht sogar über dein Video, also auch letztens erst zum ersten Mal davon gehört und mich da dann auch ein bisschen eingelesen. Das fand ich auch richtig krass, weil ja auch das ganze Dorf, also das Dorf an der Stelle, wo es war, existiert ja nicht mehr. Voll. Also die haben halt auch das ganze Dorf dann, die haben quasi jede Erinnerung, jeden Funken dieses Ortes samt seinen Einwohnern komplett zunichte gemacht. Ja, es ist ein voll schönes Tal eigentlich und da sieht man noch so teilweise so Fundamente und das Dorf wurde wirklich so 500 Meter weiter gefühlt aufgebaut. Ne? Ja. Aber zurück zu Ivan. Wie geht es jetzt mit ihm weiter? Also wenn er wirklich ein Lebensbornkind ist, dann muss es ja super schwierig sein, ihn wiederzufinden. Also ich kann mir vorstellen, dass die Identität vorher auch mehr oder weniger ausgelöscht wurde. Der Name wurde verändert, es gibt dann keine Dokumente. Und alles, was wir jetzt wissen, ist eben, dass dieser Johann Pertschnik das gleiche Geburtsdatum hat wie Ivan. Ja. Deswegen ist es bestimmt erstmal eine Spur, die man verfolgen sollte und genau das macht auch der International Tracing Service, der ITS. Und Johann Pertschnik wurde von einer sudetendeutschen Familie adoptiert mit dem Nachnamen Sirsch, also jetzt heißt er Johann Sirsch. Vielleicht erklären wir hier noch mal kurz, was Sudetendeutsch heißt. Es war so, dass in der damaligen Tschechoslowakei auch schon vor dem Zweiten Weltkrieg deutsche Minderheiten gelebt haben und die deutschen Minderheiten und die tschechische Bevölkerung, die haben da koexistiert. Dann hat 1938 die Tschechoslowakei unter Zwang das Sudetenland an das Deutsche Reich abgetreten und ein großer Teil der deutschen Minderheit dort hat das auch unterstützt. Also die haben die Nazi-Ideologie supported. Und als Deutschland dann 1945 den Krieg verloren hat, ging eben das Sudetenland wieder an die Tschechoslowakei. Und die deutsche Bevölkerung wurde jetzt nach dem Krieg teilweise auch gewaltsam von dort vertrieben. Wenn Ivans Adoptivfamilie also aus dem Sudetenland kommt, dann können sie sich jetzt wahrscheinlich basically überall aufhalten. Und genau deswegen beginnt der ITS auch erstmal seine Anfragen weit zu spreaden, Jugendämter, Gemeinden, andere Suchstellen, Zeitungen anzufragen. Und dabei tauchen dann 4 Menschen auf, die mit dem Nachnamen Sirsch haben, in 2 Schreibweisen, einmal mit II, einmal mit I. Aber nur eine von diesen Familien hat auch Kinder, die ungefähr in Ivans Alter sind. Und die Familie lebt in einem Geflüchtetenheim. Genau, und auch da haben wir jetzt ein Dokument zu. Der ITS, also ITS-Mitarbeitende besuchen dann nämlich die Familie am 16. August 1949 und finden 3 Kinder, die sie auf diesem Dokument notieren, nämlich Ottmar Sirsch, Manfred Sirsch und Wolfgang Sirsch. So, also das sind jetzt 3 Jungs, die theoretisch Ivan sein könnten. Also eigentlich der erste Lichtblick seit 4 Jahren, ne, wir sind hier schon 1949 im August, 7 Jahre nachdem Pavla ihren Sohn zum letzten Mal gesehen hat. Also 4 Jahre seit Kriegsende, aber 7 Jahre seit dem letzten Wiedersehen der beiden. Aber wir haben ja auch hier die Geburtsdaten dieser 3 Jungs. Das stimmt nicht mit den Kindern überein. Und auch nach der Befragung kann man ausschließen, dass Ottmar, Manfred und Wolfgang Ivan sind. Ja, also erstmal ein Downer. Aber bei der Befragung kommt auch heraus, dass es wohl noch eine Familie Sirsch dort gegeben haben muss.
Und der Tipp, der klingt vielversprechend, nämlich hat der Mann dieser Familie, der soll 1940 der Waffen-SS beigetreten sein. Er war Leiter der Kreisorganisation der NS-Volkswohlfahrten, hatte selbst keine eigenen Kinder und hat dann um 1942, 1943 adoptiert. Und zwar 3- oder 4-jährige Pflegekinder. Also klingt... Genau, in Ivans Alter. Und auch dazu haben wir ein Dokument, wo Ivan beschrieben wird. Erstmal die Überschrift heißt Child's Present Situation, also die aktuelle Situation des Kindes, die Gesundheit, die Erziehung, die Bildung, die Education, dann wie ist die Foster Family, also die Adoptivfamilie und dann auch eine Conclusion, also ein Fazit. In diesem Dokument heißt es auch über Ivan, den vermeintlichen Ivan, der schwarzhaarige Junge hat eine dunkle Hautfarbe und scheint nicht deutscher Herkunft zu sein. Reicht scheinbar als Beweis, dass der Junge schwarzhaarig ist, dass er nicht deutscher Herkunft sein muss. Und der ITS meldet dann auch an Pavla, dass ihr Sohn vermutlich gefunden ist und ja, lebt. Auch irgendwie weird, wenn man es so liest, weil wir haben schon mal ein bisschen drüber geredet. Also ich meine, an sich ist es ja total hilfreich jetzt in der Situation, weil sie wollen ja herausfinden, dass ein Junge ist nicht deutscher Herkunft, aber irgendwie ist es trotzdem komisch, das zu lesen, oder? Doesn't seem to be of German origin, heißt es hier. Irgendwie. Aber es ist tatsächlich Ivan. Ja. Überraschung, es ist tatsächlich Ivan. Und in der Conclusion empfiehlt der ITS jetzt nämlich auch eine Rückgabe des Kindes an die Mutter. Also Ivan soll jetzt an Pavla zurückgegeben werden. Sie schreiben: We do think that the child's mother, having full rights over her child, has already waited so long for having Ivan back. A speedy action concerning the removal is needed for the best of all the parties concerned. Also ja, Ivan ist schon so lange von seiner Mutter weg, seine Mutter kann ihn auf jeden Fall wiedernehmen und es soll jetzt schnellstmöglich auch passieren. Pavla, die legt jetzt am 30. Januar 1951 ihr Einkommen und ihre Wohnsituation dar. Also sie muss jetzt quasi nochmal beweisen, dass sie auch in der Lage ist, ihren Sohn zu versorgen. Auch, ja, was irgendwie weird ist, ne, dass sie jetzt so... Es ist ihr Sohn, er wurde jetzt endlich gefunden und jetzt muss sie erstmal beweisen, dass sie in der Lage ist, für ihn zu sorgen. Man muss ja sagen, es ist ja nicht so, dass er ihr aus Gründen genommen wurde, ne? Ja, total, voll. Also hat sie irgendwie eine Schuld daran, obwohl die Nazis ihn ja ihr einfach weggenommen haben, entrissen haben. Genau, also ja, irgendwie super merkwürdig. Ja. Aber gut, die wollen natürlich das Beste für das Kind jetzt an dieser Stelle. Und Pavla legt ihrem Schreiben übrigens auch einen Brief direkt an Ivan adressiert bei. Und da wird klar, wie doll sie ihn vermisst haben muss und wie unbedingt sie ihn wieder bei sich haben will. Und auch den lese ich euch mal vor. Pavla schreibt: Lieber Ivan, so schrecklich lange ist es schon her, dass du von uns fort bist. Und du kannst dich gar nicht an deine Mama und Schwester Marisa erinnern. Denn du warst ja so klein damals. Jetzt bist du bestimmt schon ein großer und gescheiter Bub geworden und kannst sicher auch schon selbst schreiben. Wir möchten so gerne, dass du recht bald nach Hause nach Jugoslawien kommst, denn wir haben dich noch immer sehr, sehr lieb. Schreibe uns, lieber Ivan, wann du kommst und ob du dich freust. Schreibe auch, ob du in einem Heim bist oder sonst bei guten Leuten. Auch möchten wir wissen, ob du Spielzeug hast oder ob du dir irgendetwas wünschst. Vielleicht können wir dir eine Freude machen, wenn du nach Hause kommst, aber du musst uns schreiben, was du gerne hättest, weißt du? Wenn du bald kämst, so könntest du noch Schlitten fahren. Das würde dir bestimmt gefallen. Schreibe uns recht bald, lieber Ivan, wie es dir geht und sei vielmals gegrüßt und geküsst. Von deiner Mutter und Schwester Marisa. Auch persönlich unterschrieben. Ja. Scheinbar. Auch da habe ich mir irgendwie gedacht, ne, stell dir mal vor, du hast irgendwie nach 7 Jahren zum ersten Mal wieder Kontakt zu deinem Kind oder die Möglichkeit, irgendwie Kontakt aufzunehmen. Was schreibst du da? Ne? Du hast ja wahrscheinlich so viel aufzuholen, so viele Fragen und so viele auch zu sagen. Und das mit dem Schlittenfahren, das muss ich echt sagen, das ist super süß, war sehr... Und auch, ich meine, sie schreibt ja, dass er sagen soll, was er sich wünscht und ob er Spielzeug hat, weil für sie ist es ja auch, ich meine, sie hat ihn ja jetzt auch jahrelang nicht gesehen, also sie kennt ihn ja wahrscheinlich, was er mag, die Persönlichkeit, die er jetzt hat, kennt sie ja auch nicht, also sie muss ihn ja auch jetzt erst wieder... Ja. Aber ich finde, es wird auf jeden Fall total klar, dass sie ihn unbedingt wieder haben will und definitiv die Liebe da ist, die ein Kind braucht. Ja. Aber es wird noch 2 Jahre dauern, bis Ivan endlich nach Hause kommt. Trotzdem, wir fangen jetzt irgendwie an, mehr über Ivan zu lernen und auch über sein Leben in Deutschland. Aber sein Leben nicht als Ivan, sondern sein Leben als Dieter. Denn, wie schon gesagt, ne, Lebensborn-Kinder haben auch einen neuen Namen bekommen. Also es gibt offiziell keinen Ivan mehr. Er heißt jetzt Dieter. Krass, oder? Ivan wurde quasi einfach ausgelöscht. Ja, ist die Frage, ob man sich dann auch noch so daran erinnert, ne, dass man mal anders hieß. Ich denke nicht. Oder ob man einfach akzeptiert, jetzt Dieter zu sein.
Da kommen wir, glaube ich, später auch noch mal ein bisschen zu drauf, weil ich meine, Ivan war 3, als er da hingekommen ist. Der Bericht des ITS über die Familie, der bringt jetzt auf jeden Fall Klarheit in dem Abschnitt Foster Family. Da steht nämlich, wer die Sirschs sind. Und zwar sind die Pflegefamilie Gustav und Josephine Sirsch, deutsche Abstammung aus dem Sudetenland. Gustav wird 1940 eingezogen und tritt dann auch der Waffen-SS bei. Die beiden, also Josephine und Gustav, wollen ab 1941 adoptieren, weil sie keine eigenen Kinder bekommen können. Und 1943 adoptieren sie dann einen Jungen, nämlich Ivan. Ist erstmal, ne, dass sie quasi das Kind adoptiert haben, klingt natürlich erstmal sehr verdächtig. Aber was ich ganz interessant fand, dass ihnen bei Adoption versichert wurde, dass das Kind keine Eltern und keine Angehörigen hat und auch deutscher Herkunft ist. Auch nämlich Gustav Sirsch, also der Adoptivvater, wird vor Gericht befragt. Und auch da haben wir ein Dokument, also eine Aussage hier vorliegen. Und er sagt, in meiner Bewerbung bat ich um ein Kind ohne Verwandte. Als ich mich entschied, diesen Jungen zu nehmen, fragte ich die Krankenschwester, ob das Kind irgendwelche Verwandten hätte. Man sagte mir, dass dieser Junge von volksdeutschen Eltern aus Oberkrain stamme, die ermordet worden seien. Hätte ich gewusst, dass das Kind eine Mutter hat, hätte ich es nicht genommen. Also offenbar wussten sie von gar nichts. Ich muss ja ehrlich sagen, als ich das gelesen habe, mein erster Gedanke war so, Really though? really though? Also irgendwie war ich ein bisschen skeptisch, aber ich meine, selbst wenn sie es nicht gewusst hätten, allein die Tatsache, dass sie, also es scheint ihnen ja wichtig gewesen zu sein, einen deutschen Jungen zu haben. Das finde ich auch ein Thema. Vielleicht können wir darüber in der 3. Folge im Behind the Scenes noch mal ein bisschen mehr sprechen. Die Tatsache, dass Ivan ja dann auch in einer Familie, die diese Nazi-Ideologie hatte, aufgewachsen ist. Ja, und es ihm trotzdem irgendwie auch dort gut ging, ne? Er dort geliebt wurde. Also es ist wirklich sehr kompliziert, da so eine richtige Seite einzunehmen, auch wenn man natürlich möchte, dass Ivan bei seiner Mutter natürlich aufwächst. Auf jeden Fall ein ethisch interessantes Thema, da reden wir später nochmal drüber. Wie gesagt, die Eltern, also die Adoptiveltern von Ivan wussten wohl nicht, dass es da noch Eltern gibt und auch Ivan, beziehungsweise jetzt Dieter, ahnt davon nichts. Also er kann sich nicht erinnern. Er ahnt auch nicht, dass er überhaupt adoptiert ist. Also ich meine, wie gesagt, er war 3 Jahre alt, als er adoptiert wurde. Ich kann mich, glaube ich, meine ersten Erinnerungen sind vielleicht so ganz vage, kann ich mich an ein paar so Kindergartensachen erinnern, aber wirklich nur ganz vage. Und da muss ich bestimmt auch schon so 4, 5 mindestens mal gewesen sein. Also es ist ja ein Alter, an dem, da hast du ja keine Erinnerung zurück. Das heißt, er denkt jetzt, das ist seine Familie. Und diese Familie will ihn natürlich auch behalten. Also er ist jetzt bei ihnen groß geworden. 6 Jahre lang haben sie ihn als ihren Sohn angesehen. Und deswegen sagen sie, nee, Ivan soll bei uns bleiben. Also muss der Fall jetzt vor Gericht geklärt werden und kommt vor das amerikanische Militärgericht. Und das soll jetzt entscheiden, ob Ivan bzw. Dieter bei den Sirschs bleibt oder ob Pavla ihren Sohn endlich zurückbekommt. Ja. Und vor Gericht wird auch Ivan/Dieter aussagen, der natürlich gar nicht versteht, was jetzt hier irgendwie passiert. Und wir haben auch hier einen Auszug aus seiner Aussage, die auch ein bisschen weird ist. Ne? Also im Protokoll, also wird zum Beispiel gefragt, wer ist dein Vater? Und Ivan sagt dann Gustav Sirsch. Aber auch im Protokoll ist dahinter erstmal ein Fragezeichen, also Gustav Sirsch. So. Und auch die Frage nach der Mutter beantwortet er mit Josephine Sirsch. Aber es werden auch so andere Fragen gestellt, die irgendwie erstmal so, klingen. Zum Beispiel, ob er gerne mit Mädchen tanzt. Oder hier haben wir auch, ob er einen männlichen oder einen weiblichen, eine Lehrkraft hat, die männlich oder weiblich ist. Also so Fragen, wo man sich schon fragt, wieso, oder? Wo? Oder, ne, ja, oh Gott, das ist fast schon echt absurd, weil, what about Duckles? Do you like Duckles? Keine Antwort. Nicht, ob die das gemacht haben, um vielleicht so das Vertrauen aufzubauen wahrscheinlich. Genau, also zu und dem ich Kind. meine auch, dass er eine ganze Zeit lang auch noch gar nicht wusste, worum es überhaupt geht. Also vielleicht ist es auch so ein bisschen so sneaky, wir stellen ihm jetzt ganz viele Fragen, random Fragen, sag mal, magst du eigentlich Dackel? Und wer ist dein Vater? Ab und zu bauen sie dann so Fragen zu dem Fall ein, also vielleicht ist es auch irgendwie eine Taktik. Ja. Möchtest du nicht Polizist werden, steht auch noch hier. Oder möchtest du lieber wie dein Vater Maler werden, Painter? Hast du einen Hund, hast du eine Katze? Ja, also wahrscheinlich stimmt schon, was du sagst, dass sie versucht haben, so ein bisschen Vertrauen zu gewinnen, damit er dann bei den wichtigen Fragen irgendwie auch aussagen kann. Aber man merkt schon, ich meine, dadurch, dass er ja sagt, Gustav Sirsch, Josephine Sirsch, dass er offensichtlich auch irgendwie, also ich meine, er wird schon irgendwie merken, dass irgendwas komisch ist. Aber wir wissen tatsächlich leider nicht so wirklich, wie Ivan darüber so richtig gedacht hat. Darüber haben wir nicht wirklich was gefunden, weil, ja, wie gesagt, muss doch auch für ihn irgendwie eine super komische Situation gewesen sein.
Aber immerhin ist die Sache doch jetzt klar, würde ich sagen. Das ist Ivan, er wurde gefunden, seine Mutter hat alles, was sie braucht, um ihn gut zu versorgen. Also er kann doch jetzt eigentlich zurück zu ihr. Ja, aber das Gericht entscheidet nein, das Kind soll in Deutschland bleiben. Und die Begründung ist echt der absolute Hammer. Auch da haben wir den Auszug. Ich habe hier auch mal die deutsche Zusammenfassung. Obwohl Jugoslawien, wie gerichtlich festgestellt, sozial und demokratisch nicht so schlecht zu sein scheint wie die meisten kommunistischen Diktaturen, denken wir, dass es auf wirtschaftlicher Basis im Vergleich mit dem freien Unternehmertum Westdeutschlands ein ungünstiger Ort ist, um dort aufzuwachsen. Bei Abwägung dieser Faktoren kommen wir zu dem Schluss, dass der Junge bei seinen Pflegeeltern bleiben sollte und dass die Mutter ihre natürlichen Gefühle dieser Entscheidung opfern muss. Wir sind sicher, dass sie, wenn sie darüber nachdenkt, erkennen wird, dass der Junge, so schwer es auch sein mag, glücklicher sein wird. Ich finde so, wir sind sicher, wenn sie mal drüber nachdenkt, dann checkt die doch auch, dass das viel besser für den ist. Viel besser im Land der Täter und Täterinnen. Also die Audacity, so... Ja. Super arrogant auch, ne? So, die kommunistischen Diktaturen kannst du eh vergessen. Ja, und vor allem, das ist ja jetzt ganz kurz nach Kriegsende und die denken so, jetzt ist irgendwie Deutschland das Land, in dem man bleiben möchte. Auch noch jemand, der, also ich meine, Ivan soll jetzt in dem Land bleiben, das für den Tod seines Vaters verantwortlich ist, dass ihn, seine Mutter und seine Schwester getrennt und verschleppt haben. Also, keine Ahnung, bloß, ich habe es vorhin schon mal ein bisschen angeschnitten, diese Ideologie, die war ja auch nicht aus den Köpfen weg. Die Entnazifizierung, die lief jetzt auch nicht gerade reibungslos, würde ich mal sagen. Das heißt, in diesem Land ist ja durchaus eine Ideologie vorhanden, die Ivan, ich meine, jetzt ist er ja Dieter, aber er ist ja eigentlich Ivan und Ivan als Ivan hat da keinen Platz. Voll. Ja. Und auch, dass sie sagen, Pavla soll dafür jetzt ihre natürlichen Gefühle opfern. Also so, das würde sich ja, diese Frage würde man ja nie stellen. Also wenn es einem Kind bei seinen leiblichen Eltern gut geht, wenn Kinder ihren Eltern aus ihren Familien genommen werden, dann, weil das ganz konkrete, wichtige Gründe hat für das Kind, die irgendwie für das Kind tatsächlich einem schlimm sind. So. Und das ist so, hä? Also, keine Ahnung, das muss irgendwie, vor allem für Pavla, natürlich total der Schlag ins Gesicht gewesen sein. Und auch das mit dem Kommunismus und in den westlichen Wirtschaftsländern, also auch wie der Kalte Krieg da jetzt schon mit einspielt. Ne? Weil, wo ich mir auch so denke, also, dass Deutschland jetzt wirtschaftlich, erstmal schreiben sie ja sogar schon, dass für einen kommunistischen Staat, also sie sagen selber, sie geben selber zu, so ja, für einen kommunistischen Staat ist es eigentlich voll okay. Aber hier Deutschland und Wirtschaft, also als ob das für ein Kind jetzt irgendwie wichtiger wäre in einem Bruttoinlandsprodukt, anstatt irgendwie bei seiner Mutter zu sein. Ja, voll. Also es ist super arrogant, einfach zu sagen, nee, der bleibt im Land der Verschlepper. Klar, kein Problem. Und ja, Pavla, vielleicht hat sie sich nicht so, vielleicht Brückig war sie, erstmal. genau, sie war bestimmt, vielleicht, sie hat sicher auch viel geweint, aber vielleicht hat sie sich auch so sehr aufgeregt wie ich. Auf jeden Fall hat sie gesagt, nee, das sehe ich gar nicht ein. Und sie legt jetzt, beziehungsweise Jugoslawien legt jetzt für sie eine offizielle Beschwerde ein. In Deutschland hat man dafür relativ wenig Verständnis, wie ja auch aus dem Gerichtsurteil eigentlich schon rauszulesen ist. Aber man erkennt es auch an der Berichterstattung. Es gibt nämlich zum Beispiel einen Zeitungsartikel mit der Überschrift Jugoslawische Botschaft greift in Kindesprozess ein. In Kindesprozess. Also so basically, ja, die mischen sich ein, sollen die mal lassen. Und der ist vom 10. September 1952. Ja, und again, also es steht jetzt hier gar nichts, ich überfliege nur mal fix. Also ne, davon, dass die Nazis, also das Land, in dem er jetzt lebt, seinen Vater ermordet haben, das wird zum Beispiel gar nicht erwähnt. Und dass auch dieses Land dafür verantwortlich war, seine Mutter und Schwester zu verschleppen, auch das steht da doch nicht drin. Ja, nee, das steht das auch gerade nochmal. Oder habe ich das übersehen? Nee. Nur noch mal kurz überfliegen. Nee, aber Pavla, die lässt sich das nicht gefallen. Die legt jetzt zusammen mit dem ITS eine Petition, reicht sie jetzt ein, und fordert nämlich eine Berufung und möchte jetzt auch persönlich vor Gericht erscheinen, weil bisher ist sie ist nicht eingeladen worden. So, es geht in diesem Gerichtsprozess um ihr Kind und sie ist nicht mal eingeladen worden. Wir haben ja hier Befragungen von Gustav und allem, aber Pavla ist so, nö, die laden wir nicht ein. Hä? Voll. Und ja, also das macht sie jetzt und ehrlich gesagt ist das jetzt wahrscheinlich auch ihre letzte Chance, Ivan tatsächlich, ihren Sohn, zurückzubekommen. Ja, und finally, sie gewinnt auch die Berufung und 1952, 7 Jahre nach ihrer Befreiung aus Auschwitz, 9 Jahre nachdem ihr Kind ihr geraubt wurde, siegt sie und Ivan kann zu ihr nach Slowenien ziehen. Aber auch das ist natürlich erstmal eine krasse Umstellung. Ja. Ne? Also er
zieht jetzt nach Slowenien. Er kann ja erstmal gar kein Slowenisch, ist mit Deutsch aufgewachsen. Wahrscheinlich vermisst er auch erstmal eine deutsche Familie. Ne? Also after all waren die trotzdem seine Familie und haben ihn ja wahrscheinlich auch ganz gut behandelt. Auch was er ja so in seiner Befragung erzählt, klingt jetzt ja wirklich, als hätte er eigentlich eine gute Kindheit gehabt. Wir haben auch hier einen Zeitungsartikel, in dem man ihn mit seiner Adoptivmutter links sieht, ne? Und hier mit seiner leiblichen Mutter rechts. Und es ist schon auch, ne, also man sieht das linke Foto mit seiner Adoptivmutter, die beiden umarmen sich ganz herzlich. Und dann das rechte Foto, wo sie so die Hand geben. Ne? Also das ist schon, diese Bilder sprechen erstmal so eine Sprache. Er ist ganz verhalten. Ja, aber was ja auch klar ist, ne? Also dass diese Frau, seine Mutter, erstmal für ihn eine Fremde ist. Und dass diese Muttergefühle auch für seine Adoptivmutter nicht sofort aufhören, auch das ist, glaube ich, absolut verständlich. Ich frage mich auch, wie man ihm das erklärt hat. Ne? Ja. Und also man sieht ja auch hier mit seiner leiblichen Mutter, ich glaube, sie ist auch am Weinen oder irgendwie finde ich, sieht es zumindest so aus. Ja. Und ich meine, erstmal können die sich ja gar nicht richtig verständigen. Aber es funktioniert trotzdem irgendwie. Also seine Schwester, die konnte wohl Deutsch, außerdem ist Deutsch auch die offizielle zweite Sprache seines Heimatortes. Und er lebt sich da in Slowenien dann recht schnell gut ein. Wir haben leider keine genaueren Details, wie das für ihn gewesen sein muss. Wie gesagt, hier auf diesem Foto kann man schon erahnen, dass er wahrscheinlich auch irgendwie ein bisschen verwirrt, I guess, erstmal war. Und 8 Monate dann nach dem Umzug besucht ihn ein Pressekorrespondent, der berichtet dann davon, dass Ivan jetzt schon fließend die neue Sprache spricht, dass er mit vielen Freunden jeden Tag Fußball spielt und dass er mit der alten Familie schnell ein ganz gutes Verhältnis aufbaut. Und währenddessen zur deutschen Pflegefamilie hat er keinen Kontakt mehr. Er beendet die Schule, arbeitet dann in einem Kraftwerk. Er nimmt dann aber tatsächlich im Erwachsenenalter. Da nimmt er dann wieder Kontakt zur Familie Sirsch auf. Die sehen sich dann noch einmal wieder. Da gibt es ein Bild von. Oder zumindest mindestens einmal noch wieder. Und zwar 1985. Das ist er mit seiner deutschen Pflegefamilie. Hier ist Ivan. Das muss wahrscheinlich sein Adoptivvater sein und seine Adoptivmutter. Die sieht man hier oben auch noch mal in jüngeren Jahren. Und das ist Ivan. Irgendwie süß, oder? Ja, voll. Auch mit dem kleinen Ball hier in der Hand. Ja, aber... Ne? Aber guck mal hier zum Beispiel. Da ist er auch mit seiner leiblichen Mutter. Und sie sitzen zwar voneinander getrennt und schon ein bisschen verhalten, aber er lächelt. Also... Oder? Ja, ich finde, es fällt auch ein bisschen schwer, jetzt die Fotos zu interpretieren. Ne? Das, auch das hier. Aber ich wünsche es mir. Ja, voll. Ja, aber krasses Wunder eigentlich, dass die beiden wieder zueinander gefunden haben, also Pavla und Ivan. Auch nach so vielen Hürden und die Rechtsprechung ja fast verhindert hätte, dass es zu diesem Wiedersehen, zu dieser Wiedervereinigung gekommen wäre. Was aber nochmal total spannend ist, finde ich eben auch, dass sie sich nochmal getroffen haben. Also wie sich das dann anfühlen muss, dann irgendwie wieder zu diesen Menschen zurückzukommen. Ob das dann so einfach nur so ein freundschaftliches Verhältnis ist, ob man immer noch sich so familiär verbunden fühlt. Weil, wie gesagt, er hat da schon einige Jahre verbracht und ja auch sehr prägende Jahre einfach im Aufwachsen. Ja, also ich weiß ja, wenn er zurück nach Slowenien kommt, ist er ja so fast schon ein Teenager. Ja. Ich meine, immerhin ist ja die Pubertät dann die prägt ja auch sehr. Aber ja, es ist ja auch, also ich frage mich auch, wie dann 1985 oder generell, wie eben, das ist ja voll das Spannungsverhältnis, weil eben seine deutsche Familie ja eine Täterfamilie im Endeffekt ist. Also diese Ideologie er sicherlich auch in den Köpfen hatte, das habe ich ja vorhin schon gesagt. Und über genau dieses Spannungsverhältnis wollen wir in der 3. Folge zu diesem Fall, also in dem Behind the Scenes, nochmal genauer sprechen. Schaltet da auf jeden Fall gerne wieder ein. Ja, und schreibt gerne in die Kommentare, was eure Gedanken dazu waren und wir sehen uns beim nächsten Mal bei Verbrechen vergessen.